Wie kann man so viele E-Mails bekommen? Schmidt, haben Sie die Überweisung immer noch nicht erledigt? Machen Sie es sofort. Da ist ja die Mail. Schnell überweisen. Ach, das war nur ein böser Phishing-Albtraum. Tatsächlich nimmt Phishing immer weiter zu. Ja, Glück für euch, dass ihr heute zuschaut, denn ich kenne ja den Lars. Das ist der Spezialspezialist, der uns heute eine Privatsession gibt zu professionelles Phishing im Internet. Ich möchte einfach mal zeigen, wie einfach es ist für Betrüger, für Fischer, hier jetzt derartige Kampagnen durchzuführen. Also ich habe jetzt hier Namen, ich habe E-Mail-Adressen bei dem Ganzen hier hinterlegt und ich möchte jetzt an diese Namen und E-Mail-Adressen möchte ich jetzt meine Phishing-E-Mails verschicken. Ich kann hier E-Mail-Templates hinterlegen, die dann auch unterschiedlich gut aussehen, je nachdem, was für eine Kampagne ich fahren möchte. Ich möchte jetzt LinkedIn-Sicherheitswarnungen hier rausgeben. Ich habe hier mal beispielhaft LinkedIn. Ich kann dir mal zeigen, wie das Ganze ausschauen würde nachher. Das ist hier die LinkedIn-Login-Page. Die habe ich mir einfach wegimportiert. Also ich habe eine URL angegeben und das Tool hat sich den Quellcode dieser entsprechenden URL gezogen und das Ganze hier aufbereitet. Ich gebe hier auch ein, dass ich die eingegebenen Daten im Hintergrund wegschreiben möchte und auch Passwörter wegschreiben möchte. Und ich kann auch ein Redirect angeben. Sprich, wenn diese Fake-Seite läuft, ich habe jetzt einen Link an dich verschickt, du klickst auf den Link und gibst deine Credentials ein. Dieses Tool leitet dich automatisch an LinkedIn weiter, gibt deine Credentials ein und du bist direkt eingeloggt. Also als Opfer dieses Phishing-Angriffs würdest du gar nicht mitbekommen, dass gerade irgendwas im Argen war, weil du hast ja das eigentlich zu erwartende Ziel erreicht, du bist bei LinkedIn eingeloggt. Da bleibt mein Herz wirklich stehen. Du kannst das auf große Masse verschicken. Viele der E-Mail-Adressen sind bekannt, wurden geleakt und ich muss einfach nur diese E-Mail-Adressen anschreiben. Und wenn ich auch nur bei 1% reinkomme, ist das Ganze sehr erfolgreich. Wenn man dann noch bedenkt, dass Leute E-Mails und Passwörter wiederverwenden und ja, bei mehreren Accounts überall das gleiche Passwort benutzen, dann habe ich mit einem Credential-Paar viele Zugänge abgegriffen. Naja, also bei LinkedIn habe ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, da dürfte das aber verzweifeln. Genau, das würde schützen auf jeden Fall. Da gibt es viele andere Mechanismen. Continue with Google. Passkeys ist hier auch eine gute Methode, um sich davor zu schützen. In letzter Zeit höre ich immer wieder von Data Dump. Um was geht es da genau? Data Dump sind am Ende über Phishing oder andere Methoden erlangte Daten, Datenbanken, Datensätze. Da sind E-Mail-Adressen, Passwörter, volle Identitäten, Zahlungsmittel. Das kann verschiedenen Umfang haben, so ein Datendump. Aber meistens sind da E-Mail-Adressen und weitere zusätzliche Daten enthalten. Und die werden im Dark Web oder Clear Web veröffentlicht. Was kann ich als Privatperson machen, um zu checken, ob meine Daten betroffen sind? Es gibt diverse verschiedene Services, bei denen ich meine E-Mail-Adresse angeben kann und Informationen darüber erhalte, ob diese E-Mail-Adresse in so einem Datendump aufgetaucht ist. Die bekannteste Seite hierfür und kostenlos ist Have I Been Pawned. Die kann ich auch mal hier zeigen. Da kann man seine E-Mail-Adresse angeben und bekommt die Rückmeldung, ist diese E-Mail-Adresse in irgendwelchen Datenbanken veröffentlicht worden, und dann sollte man da hingehen und sein Passwort ändern. Ich kann auch hier raufgehen und mir anzeigen lassen, welche Breaches denn hier drin hinterlegt sind, gegen die abgeglichen wird. Das sind jetzt fast 1000 Breaches. Also da sind Daten weggelaufen. Da sind Daten weggelaufen und ich sehe hier unten auch, wann diese Daten weggelaufen sind. Und ich kann mir mehr Informationen darüber ausgeben lassen, was jetzt zum Beispiel bei Instagram passiert ist im Januar 2026. Also hier sind jetzt 6,2 Millionen Accounts betroffen. Januar 26 ist also noch relativ frisch. Das sind jetzt aber weggesammelt aus dem Frontend. Also das war jetzt kein Instagram wurde nicht gehackt und es wurde irgendwie im Hintergrund eine Datenbank von denen gestohlen, sondern es wurde auf einem anderen Wege aus dem Frontend abgegriffen.
Wie sieht es jetzt bei Unternehmen aus? Wie können Unternehmen feststellen, ob ihre Daten irgendwo in die Verwendung kommen, wo sie nicht hingehören? Mittlerweile gehen die Hacker ein bisschen pfiffiger vor. Wenn sie Zugang zum Unternehmen erlangt haben, schauen sie erstmal, was da so für Daten rumliegen und was sie damit machen können und verschicken dann im Namen des Unternehmens Phishing-Mails mit den echten E-Mail-Accounts des Unternehmens. Und so eine Verschlüsselung, so ein richtiger Ransomware-Angriff ist meistens so das Letzte, was passiert, wenn die schon alles rausgeholt haben. Und es gibt verschiedene Services, wie man sich als Unternehmen überprüfen lassen kann, sind meine Daten irgendwo unterwegs. Das sind ähnlich wie von Have I Been Pawned, so Breach-Datenbanken, gegen die abgeglichen wird, finden wir hier Unternehmensinformationen. Hier gibt es einen Service, der ist eine Aktion von uns und von Animus Blue, einer anderen Beratungsfirma. Da kann man als Unternehmen kostenlos checken lassen, ob die eigenen Unternehmensdaten und die eigenen Domains in derartigen Infostealer-Datenbanken aufgetaucht sind. Langweilig wird es nicht. Nee, langweilig wird es nicht. Die Welt verändert sich und die Betrüger verändern sich mit.